Danke, Frau Kommissarin. Wenn Sie sagen, das Wasser ist nicht mehr selbstverständlich und kein Land in Europa bleibt verschont, dann klingt das für mich wie eine Drohung. Wir müssen alle wirklich unsere Haltung auch ändern. Uns muss bewusst werden, dass wir Wasser nicht länger als Selbstverständlichkeit hinnehmen können. Das gilt für ganz Europa. Da bleibt kein Mitgliedstaat außen vor. Jedenfalls der Drang der EU, wirklich alles zu regulieren und zu überwachen, ist schon erstaunlich. Jetzt ist es also das Wasser. Eine wasserintelligente Wirtschaft soll etabliert werden. Das bedeutet aber, dass den Unternehmen vor allem die Hauptlast ihrer Wasserresilienzstrategie aufgedrückt wird. Man spricht zwar von Wachstumschancen, aber es ist doch klar, dass die Bürokratie, die KMU, die kleinen und mittleren Unternehmen tragen müssen, schon jetzt kaum mehr zu bewältigen ist. Vor allem landwirtschaftliche Betriebe werden weiter belastet. Sie sollen 10% Wasser einsparen bis 2030. Das Problem ist, sie werden vor allem als Wasserverbraucher eingestuft. Dabei sorgen sie für unsere Ernährungssicherheit. Und meine Frage ist, wie wollen Sie sicherstellen, dass diese kleineren bäuerlichen Betriebe nicht über Gebühr belastet werden, sodass sie überhaupt nicht mehr wirtschaftlich funktionieren können? Und ich möchte auch noch mal an die Frage meiner Kollegin Arndt erinnern, auf die Sie auch nicht geantwortet haben, nämlich ob Sie die Erfahrungen, die die Stadt Berlin 1999 bereits gemacht hat mit der Privatisierung von Wasser, die ja dann auch gescheitert ist. Man hat die Wasserbetriebe einige Jahre später wieder zurückkaufen müssen und die nichts gebracht hat, außer drastische Preissteigerungen für die Bürger. Ob Sie das mit einkalkuliert haben in Ihren Plänen und was Sie Kritikern sagen, die vielleicht nicht zu Unrecht hier monieren, dass ein bereits gescheiterter Weg jetzt nochmal beschritten wird. Ja, zu den Grenzen, den Unternehmen und den Erfahrungen in Berlin. Ja, ich kann wirklich ich kann nicht empfehlen, was die verschiedenen Regionen und Mitgliedstaaten tun sollen. Es gibt da unterschiedliche Situationen und Kompetenzen, aber ich möchte trotzdem sagen, dass für mich die Wasserfrage etwas ist, was wir alle ernst nehmen müssen. Und die Industrievertreter, die ich treffe, die tun das auch. Definitiv 74% der Unternehmen in Europa sind ja abhängig von Ökosystemen und natürlich auch spielt Wasser eine wichtige Rolle bei der Energieproduktion, bei den Datenzentren, bei der Landwirtschaft. Und die Liste ist noch viel länger. Deshalb müssen wir gemeinsam agieren. Es geht ja um unsere gemeinsame Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir ins Wasser investieren.